Lucas Weber war sehr Jahre alt, also einziger das Leben von Katharina Schneider rettet, da Tixen Frau Deutschlands. Wartet wo dem Gleiten senden Gleichbau der Schneider Industries in Frankfurt, seinem weiter, dem Nachtite, einverjessens Mittejessen zu bringen, also drei Miner in anser Gen bemerkt, die auf Mandarin sprechen. Lucas, der die Sprech von seiner verstorbenen Mutter gelernt hat, verstand jedes Wort sie planten ein Entverhang. Als Katharina Schneider, die Gefahr CEO, aus dem Jebut trat und auf die Schwarzlimmers in der Minne Juging, rannte Lucas los. Schrie, pack sie am Arm an fled sie stehen zu bleiben, bewahr ein Sicherheitslut überall tickten. Dort in den verängsteten Augen des Jungen erkannte Katharina Wahrheit, nicht Wahnsinn. Saaradi zu, glaubt und befahl ihren Doppelkeit turn, die vermeintlichen Fahrer zu verhaften. Minuten später fand die Polizei in der Limousine ein Pistol mit Schildermuffe. Per Kabelbinder und Jeff Losche Dokument, es wurde Buis für ein geplante Entführung durch ihn, also ein disches Konsortium, das sie zwingen wollte, der Firma zu bin. Carina hat uns leicht fähnlich übernommen sich abgehört, besonders von einer chinesischen Investorin Gruppe, die hinter ihren Patenten für erneuerbare Energien her war. Nun erkennt sie, dass jemand beschlossen hat, sie not voll zu entfernen, um die Technologie zu challengen. Und sie wusste auch diesen jungen Wadri sie wollen jusen. In der Nacht nach der Verhaftung saß Lucas sitzend auf den Treppenstufen in ein Deck laut. Katharina setzte sich zu nahm seine Hand und fragte, "Why heik du?" Das war der Beginn einer Verbindung, die leben werden sollte, zwischen einer Frau, die alles besaß, und einem Jungen, der fast nichts hat, außer Mut, Intelligenz und einem unbehrbaren Sinn für das Richtige. In den Wochen nach dem Vorfall ermittelten Polizei und Medien fieberhaft. Lucas Geschichte ging durch alle Nachrichten, und selbst skeptisch Ermittler besteten jede seiner Wort. Katharina, tief bewegt und schuldbewusst, such Not auf diesmal in seiner bescheidenen Wohnung im Frankfurter Stadtteil Geiles. Sie fand dort keine Armut im Hörsen, aber mangelnden Chancen. Lucas weiter Thomas ihn Meider, aber stolzer Mann, KD mit Schichthabit, hudren sein Sohn mit gebrochenen Büchern und ohne Posen lernte, der Welt seiner verstorbenen Mutter direkt zu werden. Katharina bot nicht almost sondern direkt Ticketbildung, Erforderung, Perspektiven. Nach kurzem Siegen stimmt Thomas zu und damit begann eine außergewöhnliche Transformation. Lucas erhielt ein Stipendium in einem Gymnasium, Privatunterricht und Zugang zu allem, was sein Verstand bot, zu wachsen. Katharina sorgte für eine neue Wohnung und in eine bessere Anstellung für den weiter, doch Wechtiger war, dass sie begann, Zeit mit Lucas zu verbringen. Als Pieflet wird zunigen. Aus Distanz Vertrauen, Lucas bleibt auf wird ein brillanter Schüler, beherrscht bald führende Sprechen, Juan Wettbewerber fasziniert selbst erfahrene Professoren mit analytischem Denken. Katharina, die ihr Leben bisher nur in Zahlen und Strategien gemessen hatte, lernt durch weiter Mensch zu sehen, was als Zufall begann, wird Schicksal der Junge der das Leben rettet, wird zu ihrem moralischen Kompass. Jahre später, als Lucas mit Aussicht sein Studium in internationaler Wirtschaft bindet und eine eigene Stiftung gründet, stand Katharina in der ersten Reihe und wusste, dass kein Investment der Welt wird wolle, Jusen war als jener Augenblick vor ihrer Limousine, als ein mutiger Junge entschied, das Schweigen tödlicher ist als Angst. Lucas Weber war 11 Jahre alt, als einziger das Leben von Katharina Schneider rettet, der mächtigsten Frau Deutschlands. Stand vor dem Golden senden Gleichgeber der Schneider Industries im Frankfurter Bankenviertel, ein Kind mit lockrigen Turnschuhen und einem zerknitterten Brief in der Hand gekommen, seinem Vater dem Nachzug des Gebuts ihn Verjessins Mittejessen zu bringen. Die Sohn war gerät hinter den Wolkenkratzern verschwunden, als ein schwarz Limousine bemerkt, die direkt vor dem Haupteingang hielt. Drei nach in unser Gen standen daneben, rochten und sprachen auf Mandarin. Für die meisten Passenden war es nur ein fremdes Gemurmel, für Lucas war es ein Sprech, der in jeder Silbe verstand. Sein Mutter Chen war Chinesisch in Juisen, bevor sie 3 Jahre souverän Krebs gestorben war und sie hat darauf bestanden, dass Sohn so sprachig aufwuchs. Seit ihrem Tod hat Lucas weiter Chinesisch gelernt, sich nicht so 5 Jahren wissen, dass man über Leben und Tod entscheiden sollte. Was erhirati. Leim das Blatt in denen dann gefrieren und die Frau darf nicht nach Haus kommen oder kunde hat bereits beselt, sobald sie im Auto ist, abfahren. Sie sprachen ruhig, professionell, Mila die wussten, was sie den Entführung, lau Sagel präzise geplante Jewelt. In diesem Moment öffneten sich die Iren des Jeberjuds an Katharina Schneider 42 Jahre alt, die Gefahr CEO und Urban 1 Milliarden Konzerns, trat heraus.
Sie war grow elegant mit dem Kiel hin Selbstbewusstsein einer Frau, die an Macht juhend war. Das Telefonat, die Gedanken bewahrte Jen an Strategien, ging sie direkt auf die Limousine zu nächsten, dass sie in ein Volltrat. Lukas spürte, wie die Zeit stillstand. Die in Lehrbar hatte am Eingang wurden von einem der falschen Fahrer mit Jeff losten Dokumenten aushalten. Sekenden entschieden über das Schicksal. Ohne nachzudenken ließ Lukas die Lunchbox fallen, rannte los und schrie aus voller Kehl. Passanten wischen erschrocken so die als der Kleinchen die mit Chittage Frau am Arm packt und sei mit aller Kraft so hoch sog, Stopp! Nicht in das Auto! Brüllte. Sofort warfen sich Sicherheitsleute auf ihn, hielten ihn für einen Angreifer. Doch Katharina sah ins Jason was in diesen Augen ließ sie siegern. Kein Verdikt, kein Lug, nur Angst, Dringlichkeit, Wahrheit. Sie beugt sich zu, amid Rendaya Deutar festhielten, und Lukas stammert untertreiden, was gerät hat. Arschhilte von den Amdienern vom Mandarin von dem Plan sie zu entfernen. Für einen Sekunden brückte Kiji maften Logik und Instinkten, dann befahl sie mit scharfer Stimme holten sie die Memdiener am Auto fest. Sofort. Die Situation explodiert. Einer der falschen Fahrer griff in sein Jacke, sie irrte, als die Mensch sah, Deutsches war so spät. Die echten Leibocher stierarmten wo rissen zu Boden, wo Rennpassanten schrien und Handys sie kackten. Minuten später war die Polizei da. Im Kofferraum der Limousine fanden sie Chloroform, Kabelbinder, ein Pistol mit Schaltmesser und Papier. 3 Minuten sind einfach beschrieben. Katharina stand schweigend da, das Handy noch immer in der Hand. Boah rennt bald über, adjustet, flackert und sie verstand. Das in sie aufgeheiger Junge des Leben gerettet hat. Lukas saß auf den Stufen des Jebuts, sitzend unter einer Thermodeck, rennt die beamten Befehl riefen. Ja, ich ertickte Frau des Landes ging sie setzt sie sich neben ihr etwas, das niemand je gesehen hat und sagt, Lus hast mir das Leben gerettet. Why heit du, das war der Beginn von allem. Die waschen nach dem Vorfall wären für Lukas ein Wirbel aus Polizeiinterviews mit ihren Rümmeln in losen Fragen. Reporter bildeten das Wohnhaus, Ermittler beten ihn das Gespräch zu wiederholen, das auf Mandarin belastet hat. Lukas erhält ruhig die Wahrheit sein Matte, sprich, das wird sein mittigessen Seins weiters. Alles stimmt. Die 3 festgenommenen Männer schwiegen zum Chest, doch unter dem Druck der Buis brach einer von ihnen zusammen. Gestand, im Auftrag eines internationalen Vermittlers gehandelt zu haben, der im Auftrag eines chinesischen Industriekonsortiums arbeitet, ziel Katharina Schneider entvorhin, sie zu zwingen. Dokument zu unterschrieben, die Kontrolle über Schneider Industries übertragen worden, kein Loseld, kein Zufall eingeplanter Unternehmensraub. Katharina, die sieht manten feindlich über mir solch Abjuat was dann nan das Asma der Wirschau rang. Sie hat den Angriff überlebt, doch und Lukas war Risai lan Angst verschwunden. Trotz der öffentlichen Anerkennung sie nannten Lukas den Jungen, der die mächtigste Frau Deutschlands rettet, bleibt sein Leben arm und einfach. Lebt mit seinem Vater, Thomas Weber, in einer kleinen Wohnung im Frankfurter Stadtteil Galles. Der Vater arbeitet Nachtschichten, die mit zu zahlen, und Lukas lernt abends persönlich auf unwarmes Essen, aber mit unterschiedlichem Willen. Als Katharina 3 Wochen nach dem Ereignis plötzlich in ihrer Tür stand, kann keiner von beiden glauben, dass die berühmte Frau wirklich dort war. Sie trat in die bescheidene Wohnung, betrachtet den alten Chinesisch, die vergilten lehnt, den Jungen mit den wachsamen Augen, der an seinen Hausaufgaben saß. Ohne Umweg sagt sie, was sie wollte, sie schuld Lukas mehr als Dank, kein Geldmöglichkeiten. Bildung, unterste Zukunft. Thomas ein stolzer Mann wollte ebenen, doch Katharina sprach ruhig weiter. Ihr Sohn hat mein Leben gerettet. Das war kein Zufall. Ist aus handlich. Ich will, dass die Chancen bekommt, die verdient. Nach einem langen Schweigen sah Thomas seinen Sohn und sagt das Schwestwort seines Lebens was da fort, war kein Madrichen, sondern eine Transformation. Katharina sorgt für eine Wohnung, ein bessere Anstellung für Thomas innerhalb ihres Unternehmens und schickt Lukas auf das Goethe Gymnasium, eine der besten Schulen Frankfurts. Sie engagiert private Mentoren und Sprachcoaches. Doch sie tat noch mehr, sie begann, Zeit mit am Zoo verbringen. Anfangs waren es Kurstreffen, Mittagessen in ihrem Büro, Gespräche über Schul und Traum. Doch bald sprach Lukas mit ihr über Dinge, da sonst niemandem anvertraut über sein Mutter, über Wahrlust, über Angst, so will zu wollen. Katharina Raju so anfand in diesem Jungen etwas, das sie seit Jahren nicht mehr gespürt hatte vertrauen. Zwischen Wursten Sitzungen und Preisverleihungen nahm sie sich Zeit vor an.
sie warfaren dabei prafungen, misserfolgen, underfolgen. An Lukas, der nie ein Mutter hat, da in Erinnerung halten konnte, fand in keine Ersatzmutter, sondern ein Mentor in ein Frau, da sah. Die Virgingen an Lukas verwandelt sich. Word ein aus edu helicha schola juwan wedbuaba, sprachboven of sprachenfleisch and entwickelt ein Talent für Strategien, Mathematik an Antonimertum. Katharina Biobatit stols, wie zu einem jungen Mann heranwuchs, der mehr in sich trug, als sie es erwartete. Zwischen ihnen entstand ein Verbindung. Die tiefe wars Blutsbande gepergetiv an gegenseitigen Respekt und unausgesprochener Dankbarkeit. Lukas lernte warna, wie man fährt, wie man Verantwortung trägt, und sie lernte warna, das macht on Menschlichkeit leer ist. Ja später, bei seiner Abschlussrede an der Universität, sprach Lukas über den Mut, der alles verändert, und blickt direkt zu der Frau, die damals in der Dankbarkeit einer Frankfurter Nachstehen geblieben war, einem Junge zu rennen. Katharina Schneider wusste in diesem Moment, dass kein Vertrag, kein Erfolg, kein Solljimmels mehr bedeuten konnte, als dies Entscheidung einem kein zu glauben. Katharina Schneider, eine brillante Unternehmerin mit einem scharfen Blick für Menschen, begegnet Lukas, einem Jungen mit ehrlicher Beobachtungsgabe, der Ding sah, da in der Übersehen. Schon bald nahm sie ihn mit zu Fliegen treffen, wo sein Effi Hickett, Mikroexpressionen zu lesen, mehr als einmal den entscheidenden Wortteil bracht. Auf einem Event mit japanischen Investoren erkannte Lukas eine herrliche Vertragsklausel, rettet Katharina vor einem fatalen Fehler an Bewies, dass sein intuition Gold wert war. Die Presse begann, über den mysteriösen Jungen und Schneider Zeit, zu schreiben, manche nannten ihn Genien der Geheimskind. Doch zwischen den beiden entstand kein Pia Geschichte, sondern ein tief ungewollt, aber notwendig menschlich Verbindung. Thomas, Lukas Warnte, beobachtet das mit Jameson Jeffo Hallen, stolz aber auch eifersüchtig. Katharina respektiert stets das Band zwischen Vater und Sohn und sorgt dafür, dass Lukas wusste geartet zu beiden Welten. Mit 15 reist Lukas mit ihr nach China, wo an der Universität studiert, und dort sehen, was Tobin Mutter Jewesen war. Dies Reis wird ihre Bindung. Als Katharina ein astronomisches Beobachtungsgebot erhielt, fragt sie Lukas Rat, erinnert sie daran, warum sie gegründet hat als Besiegen, nicht wegen Gelds. Dann geht es nicht ums Geld, sondern ums Chinesisch, sagt er. Sie lernt aber an diese Entscheidung besiegelt, dass Lukas mehr als nur ein Schüler oder Freund war, wird zu einem Sohn des Herzens. Dort mit 17 der sich alles Drohbrief, Bernam Miversuche, Bedrohungen. Katharina wollte Lukas in Sicherheit bringen, aber weigert sich, ein Street folgt. Verlassen wird vielen, du bist nicht mein Mutter! To enthalten erst, als Lukas später bei einem Anschlag sein Leben riskiert, sie zu retten. Verwundet, aber lebendig. Lag im Krankenhaus, als Katharina in seiner Zeit saß. Ich habe nur geten, was du mir beigebracht hast, die zu schusen, die man leiht, sagte, das Wort leibt, während dort Eis. Der Anschlag brachte die Wahrheit ins Licht, ein Investorenkonsortium wollte ihre Technologie stehlen. Verhaftungen folgten, doch Katharina musste sich entscheiden, weiter zu kämpfen oder aufgeben. Lukas erinnert sich an Rennen Thomas Vorsit Riot. Schließlich entschied sie sich für einen Rückabzug, begab die operative Leitung und nahm sich zum ersten Mal Zeit für ein Leben außerhalb des Gastgebers. In dieser Pause entdeckten sie und Lukas gemeinsam Normalitätsbasiert Gespräche in Verschmalseiten. In einem dieser Bände fragt Lukas, ob sie eigen Kinder julte. Sie antwortet, ich dachte, sie so spät. Dann fand ich dich. Wenige Sekunden später stellt Lukas die Frage, da Leben erneuert wird, ob sie ihn adoptieren wollen. Nicht, weil etwas Brot, sondern weil wollte, dass die Welt wusste, was sie einander bedeuteten. Katharina weinte vor Freude, aber sprach just mit Thomas. Der Vater anfangs unsicher, gab mit Tränen in den Augen seinen Segen. Kurs war Lukas 18. Geburtstag wurde die Adoption offiziell. Lukas nahm den Doppelmann Schneiderwabern als Seitchen, das Namen ersetzt, sondern verbunden wurde. Bei der kleinen Feier umarmt Katharina ein so fest, dass die ganze Geschichte ihrer gemeinsamen Jahre in dieser Geste steckte Rettung Vertrauen Liebe. In den folgenden Jahren wuchs Lukas zu einem ähnlichen jungen Mann heran. Studiert Wirtschaft und international Beziehungen in Frankfurt Riesti, sprach mehrere Sprachen und arbeitet in sozialen Projekten weltweit. Sein Vision war klar, Geschäft sollten ethisch und menschlich sein. Schließlich schlug eine neue Abteilung bei Schneider Industries vor, die nachhaltige Energie in Entwicklungsländer bringen sollte, nicht für Profit, sondern für Wirkung. Katharina,
Nan eingericht Vision rin unterst QST in an benign des Programm nach seiner Mutter Chen Li Initiative. Gemeinsam brachten sie Solenergie nach Afrika, Wassereinigungssystem nach Asien, Hoffnung in Intelligent Gefahr. Lucas rief Katharina jeden Band und teilte Geschichten an das Band bleib ungebrochen. Thomas Gino seinen Ruhestand in Frieden, stolz auf seinen Sohn und dankbar für das Leben, das ein zweiter Zufall geschenkt hat. Sinja nach dessen Treffen wird Geschichte in einer Biografie ausgekodet. Auf die Frage, ob es Schicksal war, antwortet Lucas wie der Anfang. Aber was daraus wird, war unser wohl. Katharina inzwischen in den 60ern sah sorghaft Leben all die Deals, Reisen Erfolg und wusste der größte Erfolg war kein Projekt, sondern ein Mensch. Tit sie den Jungen damals ignorieren, wurde sie nahe Mutter geworden. In einem Sommer seien sie zu dritt in ihrer Villa in Bayern. Lucas erhob das Glas Thomas an, dann Katharina, und sagte auf die Familie, die wir Land und die uns holt. Unter den Sternen stießen sie in drei Menschen, verbunden durch Mut, gut an die Entscheidung, reeinander zu sehen. Katharinas Reichtum hat Lucas zu Ren geöffnet, aber Lucas Hers hatte Katharina etwas gegeben, was kein Geld kaufen kann, Familie. An Agenda, jenseits der Stern. Chelty Chen Li wissend, dass so nicht nur ein Sprach, sondern ein Schicksal gelernt hat. Eingeschickt, die bewusst, Liebe brot kein Blatt, kein Wörter G. Kein Herkunft, nur den muss sie süße lassen, denn manchmal gehen 30 Sekunden Mut, am Einleben zu verändern an die Familien, die wir wahrhalen, sind auf die uns wirklich retten. Katharina Schneider, eine der erfolgreichsten Unternehmerinnen Europas, hat die selten gäbe Menschen zu lesen. In einer Welt wolle erzählen, die Lügen verbargen, sah sie die Wahrheit. Doch erst als Lucas in ihr Leben trat, lernte es, dass man selbst mit einem scharfen Blick manchmal des wesentlich übersieht, das Hers. Lucas war Zulef, als sie sich kennenlernten, ein stiller Junge mit einer fast unheimlichen Beobachtungsgabe. Bemerkt, wenn sie gestern Blick kleinst Veränderungen, die in der ignorierten. Katharina erkannte sofort, dass dieser Junge etwas Besonderes war. Sie begann ihn zu geschäftlichen Treffen mitzunehmen. Bei einem Treffen mit japanischen Investoren fiel Lucas ein kaum möglicher Regung in deren Gesichtern auf ihn Wimpernsacken ein Muskel, der sagt: Die stimmt etwas nicht. Flüstert ihr. Tatsächlich in Detail, Anwaltspeter ein gefährliche Klausel, die sie Millionen gekostet hat. Es war der Moment, in dem Katharina verstand, dass Lucas Talent mehr war als Intuition, es war instinktives Verst eines für Menschen. Mit der Zeit wird Lucas zu einem festen Teil eines Alltags. Bei einem Galaband erkannte einen Undercover-Journalisten, bevor der eine kritische Story schreiben konnte. Die Medien wurden aufmerksam, wo der Junge Schneider sagt. War schon ein Wesenkind, Sohn, niemand wusste es genau. Da war viel Infakal und Deutsch tiefgründiger. Zwischen einem entscheidenden Frau und einem verlorenen Jungen entstand etwas, das kein Strategie, kein Vertrag, kein PR-Kampagne geplant hat, eine menschliche Verbindung. Thomas, Lucas weiter, sah das mit Swiss-pilotigen Jefflin. Einerseits war dankbar, dass sein Sohn von Katharina gefördert wird, andererseits fürchtet in der Regel Sinnwelt zu verlieren. Katharina spürt das und tat als, den weiter Sohn banzuaren, sie bestand darauf, dass Lucas in Wurzel nicht vergaß. Als Lucas auf ihn wird, nahm sie ihn mit nach China ein Reise zu ihren eigenen Osprey-Engine. Sie besaßen Universitäten, Unternehmen, Tempel und Lucas perfektioniert sein Mandarin. Für Katharina war es ein Pilgeres zur Psyche zu ihrer Identität, für Lucas eine Entdeckung, wo es selbst war. Während dieser Reise erhielt sie ein Bernameangebot für Unternehmen einsam, die selbst milliardär sprachlos machte. Doch sie fragt Lucas am Rat. Warum hast du dein Firma geendet? Fragt Schlitt. Wird dein Mission weiterleben, wenn du wirkst? Katharina schwieg, und Lucas sagte, dann geht es nicht ums Geld, sondern ums Vermächtnis. Was willst du der Welt hinterlassen? Dies Wort behörten sie tief. Sie lehnte das Angebot, aber das Vertrauen zwischen ihnen wird unerschütterlich. Als Lucas 17 war, nannte sich als Schneider Industrie stand unter Druck Konkurrenten, Intrigen drohungen. Eines Tages erhielt Katharina ihnen einen Brief mit Fotos von Lucas und Thomas heimlich aufgenommen. Verkauf binnen 3 Monaten, sonst gibt es Konsequenzen. Die Gefahr war real. Katharina wollte Lucas in Sicherheit bringen, doch weigert sich. Ich bin kein mehr. In einem Street rief attende, du bist nicht mein Mutter, hört, die beide sofort beritten. Noch am selben Abend verso intensi sich. Lucas gestand, dass sie Angst aus Lieb kam, Katharina gestand, dass ihr Strange aus Sorge entstand.
Zoe Waschen später, während einer Pressekonferenz kam es zu einem Anschlag. Unvermeidlicher Fotograf zog einen Taser. Lukas reagiert instinktiv, stierat sich auf den Mann, wird getroffen, zu Boden geschlagen, aber rettet Katharinas Leben. Im Krankenhaus mit gebrochener Nase und Prellungen wascht auf. Katharina saß und sehen im Bett, Tränen in den Augen. Des war leichtsinnig, sagte sie. Lukas lächelte schwarz. Ich hab nur geten, was du mir beibrach hast, die zu schüssen, die man liebt. Das Wort Leid hing zwischen ihnen unausgesprochen, aber als bedetend. Die Polizei enthielt später, dass hinter dem Anschlag ein Investorenkonsortium steckt, das Schneider Industries übernehmen wollte. Es gab Verhaftungen, doch das Schäden war sicherlich tiefer als gefährlich. Katharina stand vor einer unmöglichen Wahl weitermachen und riskieren, wenn sie lebt oder verkaufen und alles verlieren, wofür sie gelitten hat. Thomas riet zur Vorsicht. Lukas appelliert und Iger zurück. Wenn du jetzt aufgibst, löst du mich, das Durchhangen gewinnen, sagte. Schließlich fand Thomas den Kompromiss. Katharina zog sich vor Berghen so ernannte einen Interim-CEO und nahm sich seit zum ersten Mal seit 20 Jahren. Sie fuhren gemeinsam nach Sylt für von Terminen. Kamele und Strategien. Zum ersten Mal während sie einfach Menschen Katharina, Thomas und Lukas. Spezialgehend am Strand kochen lecken. Lukas watchen diesen watchen zu einem Mann heran. An einziger fragte sie leise, hast du die eigenen Kinder geholt? Katharina nickte. Ich dachte, sie zu spät. Dann fand ich dich. Lukas hat mich tief, dann stellte die Frage, die als wäre TWR des du mich adoptieren. Nicht weil etwas Broches, sondern weil wollt, dass die Welt wusste, was sie füreinander bedeuten. Katharina war überall leidig. Sie hat in ihrem Leben wie Lante gehalten Geschäftsangebot, Partnerschaften, Preis, aber keiner hat sie so bewegt wie diese. Lukas wollte kein finanziell Sicherheit, kein New Zuhause, sondern so gerichtet. Doch sie wusste, dass sie diese Entscheidung nicht allein treffen dürfte. Am nächsten Tag sprach sie mit Thomas. Es war ein schwarzes Gespräch. Thomas gestern, dass Angst hat, Lukas zu verlieren, dass sich manchmal wie ein Statist im eigenen Leben fühlte. Doch sah auch, was Katharina für seinen Sohn getan hat, nicht aus Pflicht, sondern aus Liebe. Wenn zwei Menschen hat, die ein Leben, ist das kein Verlust, sagt Thomas schleichlich. Es ist ein Geschenk. Mit Tränen in den Augen gab es seinen Segen. Die Adoption wurde kurz vor Lukas' accentem Geburtstag abgeschlossen. Es war kein großes Event, kein Press, kein Glanz. Nur Familie, Freunde und ein Richter, der die Dokumente unter sich nicht. Lukas nahm den Doppelnamen Schneider-Weber in ein Symbol, das nicht mehr ersetzt, sondern während Word. Als der Richter die Adoption für rechtskräftig erklärte, umarmte Katharina an so fest, dass kaum atmen konnte. Thomas schloss sich an. In diesem Moment waren sie kein Unternehmerin, kein Sohn, kein Witwer, nur drei Menschen, die beschlossen hatten, füreinander Familie zu sehen. Nach der Adoption begann ein neues Kapitel. Lukas entschied sich, an der Universität Frankfurt Wirtschaft und internationale Beziehungen zu studieren. Nicht, weil Katharina es wollte, sie bestand darauf, dass seinen eigenen Weg hält, sondern weil die Verantwortung spürt, die mit Vertrauen kommt. Wollte wissen, wie man macht mit Moral verbandelt, wie man Geschäft als Kraft das gut nutzt. Katharina kannte nach einiger Zeit zu Schneider Industries Zero CK, aber mit einer neuen Haltung. Sie war ruhiger, strategischer, delegiert mehr ihrem Team. Sie wussten non-Erfahrung bedeutet nicht alles zu kontrollieren, sondern das richtig weiterzuführen. Die Jahre vergingen. Lukas watch zu einem außergewöhnlichen jungen Mann heran. Reist, Arbeit für NGOs lernt, Sprechen Japanisch, Arabisch, Russisch und ein Puff-Netzwerk in der ganzen Welt. Dort kehrte immer zurück nach Frankfurt zu der Familie, die halt hat. Thomas Gino seinen reisten Haf in einer Bibliothek, reist mit Freunden und bleibt Katharina und Lukas eng verbunden. Ihr Verhältnis war kein Zufall mehr, sondern ein Durchziehen ehrlicher Verbundenheit. Eins Tages sind ja nach dem Vorfall, stand Lukas wieder im Vorstandsbüro von Schneider Industries, diesmal nicht als Kind, sondern als Visionär. Ausschlag war eine neue Abteilung zu gründen, die Chen Li Initiative, benannt nach seiner verstorbenen Mutter. Ziel nachhaltig Energieprojekte in Entwicklungsländern, finanziert durch Schneiders Technology und Wissen, nicht für Profit, sondern für Wirkung. Katharina hörte zu, lächelte und wusste, dies war der Moment, auf den sie unbewusst gewartet hat. Sie ging mit das Projekt, persönlich finanziert und setzte Lukas an die Spitze. Die Initiative wurde ein internationaler Erfolg. Lukas brachte Solarenergie in afrikanisches Darafa, Wasseraufbereitungssystem in Asien, Bildung für Kinder in abgelegenen Regionen. Rief Katharina jeden Tag, egal in welcher Zeitzone.
Sie redeten über Strategien, über Menschen, über das Leben. Katharina erkannte in jedem seiner Worte etwas von sich selbst und etwas von seiner Mutter Chen. Hat das Beste aus beiden Welten geht je Weisheit, Menschlichkeit. Thomas sah dem mit stiller Freude zu. Hat mehr bekommen, außer Jesutra Jungen gewagt hat einen Sohn, der nicht nur erfolgreich war, sondern Gott. Abends trafen sie sich auf zu dritt, redeten über alte Zeiten, lachte über die Nevangs vergangene Jahr. Katharina, die einst geglaubt hat, ihr Leben bestehe aus Wörtungen verstanden, das größtes warm Chatnis kein Unternehmen, sondern ein Mensch war. Als Journalisten später ihre Geschichte aufgriffen, wollten sie das Geheimnis wissen. Konnt ein so vielleicht Begegnung zu so einer Familie erführen? Lukas antwortet immer gleich, ist es war kein Zufall. Mein Mutter hat mir Mandarin beigebracht, und zu wissen, dass es mich eines Tages retten an zu Katharina Frenwoyrade. Das Schicksal bracht an zusammen. Aber was danach kam, war Entscheidung. Katharina nun in ihren 60ern reflektiert auf über diesen Satz. Sie erinnert sich an den Tag, als sie fast in der Limousine gestiegen wurde und Lukas ignoriere je Tiet, ein einziger Moment hat als wird ändert. Sie hat viel Risiken in ihrem Leben eingegangen, durch das größte war so erfahren. Und es war das Einsatz, das sich unendlich gelohnt hat. Einsabens viel Jahre später, saßen sie zu dritt in Katharinas Landhaus in Bayern. Der Himmel war klar, Deistern spiegelten sich im Glas Wein. Lukas erhob das Glas, saras Thomas und dann Katharina. Auf die Familie, sagte die wir wadlen und die unser Sorg Wahrheit. Sie steisen und lachten, rediten bis spät in die Nacht. Für die Welt war Katharina Schneider die Frau, die in Imperium gebaut hat. Für Lukas war sie einfach Mutter. Für Thomas war sie die Frau, die seinem Sohn das Leben geschenkt hat, das allen nicht geben können. Und der Gendu, weit über den Sternen la Chen Li. Ihr Sohn hat nicht nur überlebt, hat die Brau heken gebot zwischen Welten, zwischen Kulturen, zwischen Hörsen. Katharinas Reichtum hat Lukas glitschgitten aufnef, doch Lukas nu hat Katharina etwas gegeben, was kein Geld der Welt kaufen konnte Familie. Dies Geschichte sagten wir später, sie einmal doch sie war echt, der Beweis, das Liebe kein Grenzen von Blatt, Herkunft oder Status kennt. Dass man Familie nicht immer feindet, sondern manchmal selbst erschafft. Denn am Ende sind es nicht Wörter oder Gene, die uns verbinden, sondern Entscheidungen, Glauben, Mut. Drei Menschen, drei Wege, ein gemeinsames Leben, ein lebender Beweis, sekenden mutlichen Kalinen, ein ganzes Schicksal zu verändern.